Hi, ich bin Jette. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte mir, weil ich neulich umgezogen bin, mache ich mal ein Video, wie ich Bilder für meine neue Wohnung male. Also wenn es etwas halt. Es ist noch ein bisschen leer in diesem Raum und meine Wohnung kann auf jeden Fall ein paar coole Bilder gebrauchen. Das Video hier ist Teil der Paint With Me Reihe, die ich mit Pandora zusammen mache. Da gab es schon Videos zum Thema Aquarell für Anfänger oder Fashion Illustration, Porträts malen. Das habe ich euch alles mal hier in einer Playlist auf dem i verlinkt. Und das erste Bild, was ich malen werde, ist ein Multimedia-Kunstwerk. Und damit meine ich eigentlich nur, dass ich neben Stift und Papier und noch andere Materialien verwende. Von der Größe wird es so ein bisschen wie die Bilder, die da im Hintergrund stehen. Aber erstmal werde ich mir jetzt ein Motiv überlegen und das skizzieren. Das sind jetzt hier meine beiden Ideen. Einmal von vorne und dann einmal ein Porträt von der Seite, also ein Profil. Und dann habe ich halt überlegt, dass ich später die Ohrringe, die ich quasi da male in Line Art, dann noch detaillierter verziere mit einem anderen Material. Zum Beispiel, also ich tendiere so ein bisschen Richtung Glitzer. Und ich glaube, ich werde das im Profil zeichnen. Ich finde es einfach eine sehr interessante Ansicht, muss ich sagen. Und dann ein Ohrring, ich glaube, diesen hier werde ich zeichnen. Und ich mache davon jetzt mal eine digitale Version. Und dann werde ich das im Copyshop später noch ausdrucken. Ich habe jetzt hier einmal zwei Versionen. Einmal ganz normal die in weiß, also eine sehr klassische Line Art. Ich habe hier verschiedene Optionen einfach mal probiert. Und dann habe ich jetzt auch noch eins mit dunklem Haar. Das finde ich auch ganz schön, weil da einfach ein bisschen mehr Kontrast drin ist. Kann man natürlich auch dann irgendwie farbig ändern, also wenn man irgendeine Farbe hat, die man gerne mag. Und dann eben hier mit so Statement-Ohrringen. Manchmal hat man ja irgendwie so Ohrringe, Ketten oder auch Armbänder, die man mit einer bestimmten Erinnerung verbindet. Und so kann man das eben einfach noch ein bisschen persönlicher gestalten. Ich habe nämlich vor, mit einem der Prints dann eins der 3 Bilder hier zu ersetzen. Daher werde ich jetzt nicht auf A2 arbeiten, sondern muss halt größer gehen, das ist 60 x 90. Daher muss ich das beim Copyshop ausdrucken und digitalisieren, weil ich einfach kein Papier in der Größe habe. Das heißt, ich werde mir jetzt die Datei auf Photoshop anpassen und das Ganze dann mit USB-Stick zum Copyshop bringen und mir das auf die Größe als Print ausdrucken lassen. Ich habe das Motiv digitalisiert, damit auch ihr euch das Ganze runterladen könnt. Ich habe einen Link in der Infobox. Alle digitalen Sachen, die in diesem Video entstehen, am Ende mache ich übrigens auch noch Fotografien und coole Artprints, die könnt ihr euch auch noch runterladen. Mehr dazu erzähle ich aber später. Erstmal zurück zum Motiv Nummer 1. So, ich habe den Print jetzt abgeholt. So sieht der aus. Sowas kostet übrigens knapp 5 € auszudrucken, je nachdem, bei welchem Copyshop ihr seid. Und die Fläche hier beim Ohrring werde ich jetzt mit Glitzer verzieren. Ich überlege gerade, welches Glitzer ich nehme. Die Formen kann man nämlich einfach einstreichen mit etwas Kleber und dann das Glitzer drüber sprühen. So, da ist jetzt ordentlich Glitzer drauf und das werde ich jetzt trocknen lassen. Und dann kann ich das Glitzer später entfernen, also das Überschüssige. So sieht es jetzt aus und das kommt jetzt hier in den Rahmen. Da werde ich das jetzt einmal einspannen und dann kann ich es mir aufhängen. Don't know if I can decipher how your mind works. Yeah, you leave me wondering what it's like to feel your skin. I will keep on trying till you give me a sign. Give me a sign. Oh, give me a sign. Als Motiv könnt ihr natürlich auch zum Beispiel euch selbst malen, wie ihr euer Lieblingsschmuckstück trägt. Und manchmal hat man ja irgendwie so Ohrringe oder Ketten oder Armbänder. Und so könnt ihr auf jeden Fall noch einen persönlichen Bezug zu eurem Kunstwerk herstellen. Da ist das Bild. Ich finde, das sieht richtig cool aus und das passt sehr gut in die Reihe, finde ich. Das findet ihr als Download-Link in der Infobox. Für die nächsten 2 Wochen habe ich das verfügbar gestellt. Und wenn ihr das auch ausdrucken solltet, verlinkt mich auf jeden Fall auf Instagram. @jette heiße ich da. Und da würde ich mich riesig drüber freuen. Das war Bild Nummer 1. Jetzt geht es weiter mit dem zweiten Motiv. Jetzt habe ich überlegt, was als Motiv gut in mein Schlafzimmer passen könnte. Denn hier sind auch noch einige leere Stellen an den Wänden, wo ich gerne was ranhängen möchte. Und ich finde immer Traumfänger passen als Motiv ganz gut ins Schlafzimmer. Deswegen werde ich mir jetzt auch da mal ein bisschen was zu überlegen. Und ich glaube, ich arbeite diesmal mit Aquarell. Einfach damit ich nicht immer nur Line Art mache. Aber ich mag halt Line Art. Ich werde jetzt hier diesen Traumfänger malen und zwar auf das Aquarellpapier hier. Ich habe mir schon meine Aquarellfarben hier hingelegt. Und zwar erstmal mit Bleistift. Ich habe hier so zur Hilfe
diesen Holzring und so kann ich die Form schon mal skizzieren. I don't know which way we're going, no control. You push me, then you pull me back in. We've been on and off again and again. I don't know which way we're going, no control. You push me, then you pull me back in. Und jetzt werde ich mit einem wasserfesten Fineliner drüber gehen und die Details zeichnen. So give me a sign. Give me a sign. Baby, just give me a sign. Ich habe hier einen Traumfänger gemalt, denn ich verbinde damit sehr, sehr viele Erinnerungen, auch gerade aus meiner Schulzeit, also von früher. Ich hatte auch immer über meinem Bett Dream Big stehen, in so einer Collage, die ich selbst gemacht habe. Und das Bild ist eben einfach inspiriert von dieser Collage und deswegen auch das Traumfängermotiv. Auch hier, falls ihr irgendwie an Basics zum Thema Aquarellmalerei interessiert seid, habe ich euch mein Tutorial hier auf dem i verlinkt. Da sind eigentlich alle meine Tipps und Tricks dabei, die man ganz gut als Anfänger gebrauchen könnte. Ich habe auch hier an meinem Pandora-Armband einen kleinen Traumfänger-Anhänger. Pandora Moments und die Charm-Armbänder werden nämlich jetzt auch 20 Jahre alt. Die kann man ja sehr, sehr individuell personalisieren. Und genauso könnt ihr zum Beispiel auch eure Erinnerungen in Form von Charms einfach immer bei euch tragen. Es gibt jetzt auch neue Armbänder bei Pandora und zwar einmal eins mit so einem T-Verschluss, das habe ich hier oben in Rose Gold und dann in Kombination mit eben den silbernen Charms. Und mit dem Pandora-Schmuck könnt ihr einfach eure Armbänder zu Einzelstücken machen. Man kann die Charms außerdem auch an zum Beispiel Ketten tragen, wie ihr das hier bei mir seht, oder auch einfach passend mit Ohrringen und Ringen kombinieren. Ich trage nämlich auch immer super viele Sachen in Kombination. Ich habe euch wie immer die ganzen Sachen in der Infobox verlinkt. Wenn ihr etwas seht, das ist auf jeden Fall zu finden. Ich werde das Bild jetzt in mein Schlafzimmer hängen und ich glaube, ich mache es da hinten neben das Bett. Auch ein Tipp, den ich habe, sind bunte Klebebänder zu benutzen oder einfach ganz normal in schwarz, wenn man zum Beispiel auch gerade keinen Bilderrahmen hat. Das gibt nochmal so einen anderen Look, den ich auch ganz cool finde. Said he wanted to take it slow, but I couldn't help that I wanted to take it to the next level. Cause I wanted that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there. Und jetzt wollte ich ja noch ein paar Fotografie-Art-Prints machen. Ich liebe einfach das Licht in dieser Wohnung. Gerade abends scheint die Sonne super schön hier rein. Deswegen wollte ich das auf jeden Fall nutzen, um ein paar coole Fotografien zu machen. Ich habe immer so ein richtig schönes Licht in der Küche auf dem Boden. Und da zum Beispiel spiegelt sich auch die eine Pflanze. Deswegen werde ich mir jetzt ein paar Gegenstände zusammensuchen und dann so ein Stillleben drapieren mit zum Beispiel Stoff oder auch dem Schmuck. Ich finde, das sieht immer super ästhetisch aus. Und dann hoffe ich, dass daraus eine ganz coole Fotografie entsteht. Wir werden sehen. Hier seht ihr das Ergebnis meines Stilllebens. Ein sehr modisches Stillleben. Jetzt muss ich nur noch darauf warten, dass das Licht wiederkommt, denn es ist gerade weg. Jetzt schaue ich hier gerade die ganzen Bilder durch, die ich gemacht habe und habe auch schon ein paar Favoriten, die ich echt gut finde. Ich habe mich jetzt für dieses Bild hier entschieden, weil hier unten auch noch gut Schrift hinpasst. Ich möchte das nämlich auch noch beschriften mit einem Titel. Und ich glaube, ich nenne es The Fashion Victims Starter Pack. Ich finde schon lustig, den Titel. Und das werde ich jetzt mit einem Filter bearbeiten und mit einer kleinen Schrift unten. Das heißt, es ist eigentlich so gut wie fertig. Und zwar lege ich den Print zuerst auf A4 an, also mit dem Bearbeitungsprogramm. Und dann kommt da einfach das Foto drauf, was ich eben gemacht habe. Und dann kann man ein Textfeld hinzufügen. Das heißt, ich füge da den Titel hinzu vom Bild. Und dann färbe ich die Schrift in einer Farbe, zum Beispiel gelb. Die Schrift heißt Helvetica, könnt ihr auch Arial nehmen. Also es gibt verschiedene Fonts, die zu diesem Stil passen. Auf Instagram bearbeite ich meine Bilder nämlich auch oft so, deswegen da haben schon mal viele nachgefragt. So mache ich das Ganze. Ich habe dann die Fotografien hier ausgedruckt. Ihr könnt die da entweder einrahmen oder die euch wieder an die Wand kleben mit so ein bisschen Klebeband, wie ich das vorhin gezeigt habe. Ich
bin auf jeden Fall sehr happy mit den Ergebnissen meiner kleinen Kunstprints, von dem großen Artprint, den ich ausgedruckt habe, mit der Frau drauf mit dem Ohrring. Das finde ich auch sehr cool. Ihr könnt mir ja mal hier in die Kommentare schreiben, welches euer Favorit ist. Und natürlich auch nicht vergessen, in der Infobox einmal Pandora abzuchecken. Und da ist auch der Link für die Downloads, also falls ihr irgendwas euch auch an die Wand hängen möchtet, das ist alles da zu finden. Jetzt würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen und natürlich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.